Sie haben sich so eine krasse Reputation aufgebaut, ja, sind wirklich vielfach anerkannt, ohne Zweifel mit dieser Vita. Und dann suchen Sie sich ein Thema raus, mit dem man eigentlich nur alles falsch machen kann. Und ich habe meinem Großvater vor seinem Tod versprochen, ich werde einen Namen und den Namen vieler Millionen Wehrmachtssoldaten reinwaschen, die heute nur als Massenmörder stigmatisiert werden. Also man will unbedingt das Bild zementieren. Er war ein Einzelgänger, sonderlich, er war feige, er hat sich gedrückt. So will man das Bild zementieren. Und meine Recherchen sind genau das Gegenteil. Also ich komme nachher noch auch auf die Auszeichnungen von Hitler, und die hat er nicht bekommen durch das, dass er 20 Jahre später Reichskanzler geworden wäre, sondern die hat er bekommen, weil er sich im Kampf bewährt hat. Im Ersten Weltkrieg waren 13,5 Millionen Soldaten eingezogen. Und Hitler hat einer von 427 einfachen Soldaten das Eiserne Kreuz erster Klasse bekommen. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass Hitler ein engagierter und gewissenhafter Soldat war, dem es nicht an Kampfesmut mangelte. Seine Kameraden, vor allem die Gruppe der Meldegänger, zollten ihm Respekt und mochten ihn. Und auch seine Vorgesetzten achteten ihn. Dass ohne ausländische Unterstützung Hitler hätte keinen Krieg führen können. Das ist ja klar, dass das die Siegergeschichtsschreibung absolut verhindern will, dieses Thema. Ein herzliches Willkommen, liebe Zuseher, ein herzliches Willkommen, Herr Grant. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Ja, wir haben heute ein interessantes Buch, das wir besprechen möchten. Und zwar geht es um den Titel, man sieht es auch im Hintergrund schon, Adolf Hitler, eine Korrektur. Und bevor wir einsteigen in die Motivation, in das Thema und so weiter, möchte ich Sie auch gerne mal den Zusehern nochmal richtig vorstellen. Denn Sie haben auch wirklich eine Vita, die es sich lohnt anzuhören. Sie haben nämlich 1992 als Publizist begonnen und sind in den Themenbereichen Wirtschaft, Finanzen, Zeitgeschichte auch vor allen Dingen auch im Mainstream tätig gewesen über viele Jahre. Dabei haben Sie geholfen bei Fernsehreportagen für die BBC, Channel 4, ORF, RTL, Sat1, Pro7. Also Experte in verschiedensten Talkshows in Deutschland, also richtig fleißig. Ich sehe hier auch über 4.500 Fachcontents, so nennt sich das, und haben über 30 Bücher publiziert. Ich habe mir auch viele davon angeschaut, von den Titeln, auch unterschiedlichste Bereiche. Also das ist da wirklich sehr breit gestreut. Und sie waren mit diesen Büchern auf den Bestsellerlisten von Spiegel, Focus, Stern, Manager Magazin, Handelsblatt. Und als Experte haben sie für Focus Online geschrieben und die Basler Liberalen Nachrichten. Und es geht weiter. Also ich könnte weitermachen. Aber ich denke mal, das reicht jetzt auch erstmal, um den Zusehern eine Idee davon zu geben, welche Erfahrungen sie in diesen ganzen Bereichen haben. Und, ja, und dann haben sie auch noch einen Ehrendoktor bekommen aus Rumänien für ihre Arbeit und haben auch, ja, extrem, ich habe das auch alles gesehen, extrem viel positive Rezension. Und dann gehen sie her und schreiben ein Buch, oder mittlerweile sind es über 6 bis 7 Bücher über Adolf Hitler. So, jetzt habe ich 2 Fragen. Und das interessiert wahrscheinlich zu sehr auch. Sie haben sich so eine krasse Reputation aufgebaut, ja, sind wirklich vielfach anerkannt, ohne Zweifel mit dieser Vita. Und dann suchen Sie sich ein Thema raus, mit dem man eigentlich nur alles falsch machen kann, weil entweder stellen Sie ihn oder kommen Sie, nicht darstellen, sondern kommen Sie mit Ihren Forschungsergebnissen vielleicht auf Ergebnisse, die zum Beispiel eine Gruppe enttäuscht und die andere Gruppe wütend macht. Und wenn Sie nichts Besonderes finden würden, dann bräuchten Sie das Buch nicht schreiben, weil dann wäre es ja genauso wie das, was alles schon draußen in der Welt ist, was schon publiziert ist. Also Sie werden keinem gerecht eigentlich, ja. Und manche würden sogar sagen, mit dem Thema kann man sich nur verbrennen. So, und jetzt frage ich Sie nach meinem langen Monolog, was waren Ihre Beweggründe, um das Thema anzugehen? Also ich bin der Wahrheit verpflichtet.
Und die Wahrheit wird zerlogen und verlogen heutzutage in der Siegergeschichtsschreibung. Und ich habe auch einen familiären Hintergrund, der mich dazu motiviert hat. Und zwar die Familie väterlicherseits kam aus Westpreußen, wurde vertrieben. Und mein Vater und seine Brüder und seine Mutter kamen dann in ein Lager in Dänemark. In Danzig wurden meine Tanten brutal vergewaltigt von Russen. Und meine Nichten mussten mit an den Kopf vorgehaltenen Pistolen zusehen, wie eine meiner Tanten mehrfach vergewaltigt worden ist. Das ist mal der familiäre Hintergrund. Und als ich in der Schule war und wir hatten das Thema Nationalsozialismus, habe ich den Lehrer gefragt, naja, wir wissen, dass die Nazis Verbrechen begangen haben, aber warum lese ich in den Schulbüchern nichts, was die Alliierten gemacht haben? Dass sie die Deutsche bombardiert haben, dass sie vergewaltigt haben, dass sie massakriert haben. Da hat mein Lehrer gesagt, na, das steht nicht im Lehrplan, das ist auch nicht relevant. Und das war der Auslöser, dass ich mich einfach mit der Geschichte des Nationalsozialismus und der Person Adolf Hitlers befasst habe und habe festgestellt, also ich recherchiere seit 45 Jahren, ich habe festgestellt, dass so viel gelogen wird, wie in keinem anderen Feld, das es gibt. Und klar, in Deutschland habe ich beim Mainstream verloren mit diesem Thema, ist mir aber vollkommen egal, weil ich bin unabhängig vom Mainstream jetzt. Und wie gesagt, ich bin der Wahrheit verpflichtet und ich habe meinem Großvater vor seinem Tod versprochen, ich werde einen Namen und den Namen vieler Millionen Wehrmachtssoldaten reinwaschen, die heute nur als Massenmörder stigmatisiert werden. Das ist meine Motivation. Ja, ich kann mir vorstellen, es gibt kaum eine stärkere Motivation, sich einem Thema anzunehmen und dann versuchen eben der Wahrheit auf den Grund zu kommen. Und dann stellt mir auch gleich die nächste Frage ist, mit welcher Arbeitsweise schaffen Sie es, wirklich faktenbasiert und wirklich geschichtlich gesichert daran zu gehen? Wenn Sie erlauben, dürfte ich noch ein paar, sag mal, einleitende Worte sagen. Ja. Und zwar, es wurde noch nie über einen einzelnen Mann, ich meine Adolf Hitler, so viel geschrieben. Es wurde aber auch noch nie über einen einzelnen Mann so viel gelogen. Das Gleiche gilt für die Zeit des Nationalsozialismus. Und meine Buchreihe, die im Moment 6 Bände umfasst, es sollen 15 Bände werden, beginnt mit dem Satz, am Anfang war das Wort und das Wort war eine Lüge. Damit meine ich die Mainstream-Geschichtshistoriker, die an ihren Sesseln kleben. Und wenn sie irgendetwas politisch Unkorrektes sagen, sind sie ihre Stelle in den Universitäten los. Das heißt also, sie beten die Siegergeschichtsschreibung und die Lückengeschichtsschreibung von Guido Knopp gnadenlos nach, die da heißt, Deutschland ist an allem schuld, wir sind ein Land der Massenmörder und so muss es bleiben. Und genau das hat mich absolut gestört, weil das entspricht nicht der Wahrheit, die ich kenne, denn die Wahrheit hat immer 2 Seiten. Das Neue an meiner Vorgehensweise war, dass ich als investigativer Journalist der Vergangenheit an dieses Thema herangegangen sind. Sie wissen aus meiner Vita, ich habe 10 Jahre lang in der organisierten Kriminalität als investigativer Journalist gearbeitet. Und so ähnlich bin ich auch an dieses Thema herangegangen. Also ich habe gesehen, was wird heute veröffentlicht und welche Quellen werden dafür benutzt. Und ich habe gesehen, die Quellen werden entweder weggelassen oder sie werden beschönigt oder sie werden begradigt. Das heißt also, die gesamte Wahrheit, so wie sie wirklich war, wird gar nicht dargestellt. Und ich bin noch einen Schritt weiter gegangen. In meiner Buchreihe gibt es ja viele Protagonisten, also von Adolf Hitler bis Roosevelt, Stalin, Churchill und so weiter. Und ich habe diese Motivation und die Entscheidungen, die diese Menschen getroffen haben,
nicht aus der heutigen arroganten Sicht gesehen, wo wir ja schon alles wissen, wie es ausgegangen ist. Und auch die Professoren scheinen ja alles zu wissen aus heutiger Zeit. Aber das ist ein total falsches Bild. Wir müssen uns zurückversetzen in die Zeit, in der die Personen agiert haben. Das heißt, ich bin aus der Sichtweise der damaligen Zeit an dieses Thema herangegangen, wo man noch nicht wusste, wie alles ausgeht, wo man noch nicht wusste, wer wird den Krieg gewinnen, wer wird den Krieg verlieren. Hitler wusste noch nicht, dass zum Beispiel Russland auch Angriffskriege geführt hat. Er wusste noch nicht, dass Japan Amerika angegriffen hat, und trotzdem wird er dafür verantwortlich gemacht. Dass ein Mann die ganze Weltgeschichte verändert hat, ist ein total falscher Ansatz. Weil Hitler konnte nichts dafür, dass die Japaner zum Beispiel die Amerikaner angegriffen haben. Und doch wird heute ihm die Schuld für den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs gegeben. Und das sind so die Anfangskonstellationen, die Ausgangskonstellationen meiner Buchreihe. So, und meine Vorgehensweise war, oder ist immer noch, weil ich recherchiere ja, wie gesagt, seit 45 Jahren, und es wird auch nicht aufhören so schnell. Ich habe über 100.000 Seiten Akten und Dokumente, zum Beispiel vom Kriegsverbrecherprozess in Nürnberg, durchgearbeitet. Dann natürlich tausende wissenschaftliche Bücher und endlose Recherchestunden im Internet. Ich habe festgestellt, dass die deutschen Historiker dazu eigen, die, ich sag's mal so, Nestbeschmutzer-Strategie auszuführen, die da heißt, Deutschland ist an allem schuld. Und die britischen und amerikanischen Historiker sind objektiver. Die sind wirklich objektiv. Dann habe ich viele Zeitzeugeninterviews geführt mit Soldaten, Zivilisten, Bombenopfer, KZ-Opfer, KZ-Gefangenen, auch Kriegsgefangenen, habe Milieustudien gemacht, war auf Spurensuche überall, also bis nach Jerusalem, Rom, Amsterdam, Bukarest, Warschau, Vatikan, Obersalzberg. Ich habe die Konzentrationslager besucht, und trotzdem sind noch Zehntausende Akten gesperrt, die nicht freigegeben worden sind, vor allem von den Briten und den Amerikanern. Und man muss sich natürlich schon fragen, warum 80 Jahre nach dem Krieg noch so viele Akten gesperrt sind. Da stimmt irgendwas nicht. Wenn man die Wahrheit veröffentlichen will, muss man auch alles veröffentlichen. Und das wird halt nicht gemacht. Ja, ich freue mich auch zu einem späteren Termin auch über die Geldgeber von Adolf Hitler zu sprechen, weil da gibt's auch unheimlich viel. Also wer einmal damit anfängt, da zu buddeln, das hört nicht auf. Das geht wieder in 100 andere Richtungen. Es entwickelt sich so viel, wenn man mal ergebnisoffen forscht. Und ja, Sie haben es schon angesprochen, die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Ja, und da beugen sich die deutschen Standardhistoriker immer noch und schreiben gefühlt von irgendwelchen Schulbüchern ab. Ja. Ja, die Primärquellen, das ist ja das Entscheidende eines jeden guten Forschers, egal aus welchem Bereich er stammt, ist die Primärquelle. Also nicht über Sekundär oder über irgendwas, sondern die Primärquellen sind das Entscheidende. Der Umgang, der mediale Umgang haben Sie auch schon gerade umrissen mit Hitler. Der ist sehr einseitig und einfach. Ne? Man macht sich halt einfach. Man kann fast diese komplette Zeit auf eine Person projizieren. Ja. Ja, und es ist halt einfach und easy, sage ich mal. Und ja, sind wir schon so weit, dass wir mal einsteigen können, welche Forschungsergebnisse Sie haben im Bereich Adolf Hitler und Kindheit, weil da fängt es ja dann auch an. Ne? Da wird ja dann jemand geprägt. Das prägt einen für den Rest des Lebens. Wir wissen, 1. bis 3. Jahr Urvertrauen, 1. bis 6. Jahr. Ja, es gab mal einen römischen, ich glaube, es war ein General oder es war ein römischer. Jedenfalls, der hat gesagt, gib mir ein Kind die ersten 7 Jahre und ich habe die Person geprägt für den Rest des Lebens. Sollen wir mal anfangen mit der Kindheit von Adolf Hitler? Ja, ich möchte noch kurz was dazu sagen über den Umgang mit der Person Adolf Hitlers. Und zwar, er wird ja in weiten Kreisen als Irrer, als das Böse, als Dämon und Taugenichts dargestellt. Das entstellt seine Person meiner Meinung nach in unverantwortlicher Weise.
genau diese Darstellungsweise spricht gegen die Fähigkeit, historische und auch psychologische Zusammenhänge im Kontext der damaligen politischen Weltgeschehnisse zu sehen. Ist für mich auch ein Beweis von manipulativer Geschichtsschreibung. Wir müssen Adolf Hitler, auch wenn es weh tut, auch wenn manche das nicht wahrhaben wollen, aber wir müssen ihn einfach als Menschen sehen. Menschen und nicht als Dämon, als Mensch mit Fehlern, Vorlieben und auch mit seinen schlechten Seiten natürlich. Alles andere ist nicht professionell, wenn man eine Person nur einseitig darstellt. Und nur auch wenn man ihn als Menschen sieht, können wir ihn entmythologisieren. Denn bei den Rechten ist er zum Beispiel ein Held. Die Rechten sehen ihn nur als Held, die Linken sehen ihn nur als Teufel. Also die Wahrheit liegt natürlich wieder mal in der Mitte. Wir müssen ihn als Mensch sehen. Und da sind wir dann bei der Kindheit. Fangen wir bei der Kindheit an. Über die Kindheit von Adolf Hitler wird in den Geschichtsbüchern nicht viel geschrieben. Die fangen meistens an mit der Machtübernahme oder mit dem Eintritt ins Militär. Kommen wir nachher noch dazu. Aber über die Kindheit wird nicht geschrieben. Aber seine Kindheit war von wirklich brutaler Gewalt und einer strengen Erziehung geprägt. Das ist keine Entschuldigung, aber es ist, wie Sie schon gesagt haben, es ist eine Erklärung, wie ein Mensch so sein oder so ist, wie er war. Sein Vater Alois war autoritär, streng. Man hat gesagt, er sei ein Wichtigtuer gewesen und absolut gefühlslos. Er war Zollamtsoberoffizial. Das würde heute einem Hauptabteilungsleiter im Zollamt entsprechen, kann man so ungefähr sagen. Er war 3-mal verheiratet, der Vater, also ein bisschen ein Luftikus. 1885 heiratete er dann seine Nichte 2. Grades, Clara Pötzl. Das war dann die Mutter von Adolf Hitler. Alois forderte absoluten Gehorsam und war auch dem Alkohol zugetan. Eine kurze Zwischenfrage Ja, natürlich. stellen, weil es geistern immer mal wieder Gerüchte rum, und wenn ich jetzt schon einen Experten da habe, der sich wirklich damit beschäftigt hat, es gibt das Gerücht, dass die Mutter von Adolf Hitler bei den Rothschilds gearbeitet haben soll. Haben Sie dazu Informationen gefunden? Also ich habe ein Kapitel in meinem Buch geschrieben, das heißt, stammt Hitler von einem Juden ab? Und da ist es ganz klipp und klar, beweise ich, dass das ein Mythos ist. Das stimmt so nicht. Die Einzelheiten sind in meinem Buch die sind sehr, sehr kompliziert. Es ist wirklich sehr, sehr kompliziert. Aber es ist zu 100% festgestellt, dass Hitler nicht von einem Juden abstammt. Das war einfach eine Propaganda, die später von seinen Gegnern im Wahlkampf aufgebracht worden ist und ist aber nichts dran an dieser Geschichte. Also wie gesagt, in meinem Buch habe ich fast 10 Seiten nur über dieses Thema. Perfekt. Danke für die Aufklärung. Bitte, bitte. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wie Hitlers Vater Alois agierte. Sie hatten einen Hund und Hitlers Vater prügelte auf den Hund auch noch weiter, als dieser schon winselnd auf dem Boden lag und demütig die Pfoten entgegenstreckte. Da prügelte er trotzdem noch auf ihn ein. Hitlers Schwester Paula hat ebenfalls zugegeben, dass ihr gemeinsamer Vater sehr streng war. So sehen wir schon mal an einem Dokument die Aussagen von Paula Hitler, die Paula Hitler gegenüber dem amerikanischen CIC angegeben hat nach dem Krieg. Dort wurde sie befragt über die Familienverhältnisse von Hitler. Und Paula Hitler ist ein Originaldokument, das mir auch vorliegt, also in Kopie. Daraus habe ich dann zitiert, was Paula Hitler über die Strenge des Vaters gesagt hat. Also ist ein Originaldokument. Hitlers Vater brüllte und tobte und schlug seine Kinder also blutig. Heute wäre er wegen Kindesmissbrauch
im Gefängnis. Die andere Halbschwester von Hitler, Angela, hat Hitler mal gefragt, wieso kommst du nach der Schule nicht gleich heim, weil du weißt ja, wenn du zu spät kommst, bekommst du Prügel. Und Hitler hat Folgendes geantwortet, ich muss es zitieren: Wenn ich heimgehe, werde ich vom Vater geschlagen, aber ich kann nicht spielen. Aber wenn ich wegbleibe, kann ich 1 Stunde spielen und die Prügel dauern nur ein paar Minuten an. Also wir sehen, wir müssen Hitler auch als Mensch begreifen. Und Angela erinnerte sich auch daran, wiederum in einem Interview, dass sie als 9-Jährige verzweifelt versucht hat, den Vater von Hitler wegzubuxieren, der wie wahnsinnig auf ihren Bruder einschlug. Hitler hatte auch noch einen Bruder, also es waren insgesamt 6 Geschwister, aber 4 sind frühzeitig gestorben. Dazu gibt's noch eine Halbschwester, also sehr komplizierte. Kann ich das mal zeigen? So sieht die Familiengeschichte aus, also von Hitler. 6 direkte Kinder und 4 sind sehr früh gestorben. Auch eine sehr komplizierte Angelegenheit. Aber sei es drum, auch Alois Junior, also der Bruder von Hitler, hat bestätigt, dass sie von ihrem Vater geschlagen worden sind, sogar mit einer Peitsche aus Nilpferdleder. Hitler selber hat sich, und da habe ich lange gebraucht, Belege zu finden, was Hitler selber über seine Erziehung und über seine Kindheit gesagt hat. Ich habe ein Zeugnis gefunden, und zwar zu seinen Sekretärinnen, späteren Sekretärinnen Christa Schröder und Johanna Wolf, hat Hitler mal gesagt: Meinen Vater habe ich nicht geliebt, dafür umso mehr gefürchtet. Er war jähzornig und schlug sofort zu. Und in einem anderen Gespräch abends mal, als Hitler ein bisschen mehr privat geworden ist, hat er zu seiner Sekretärin Christa Schröder gesagt, er habe bei Karl May gelesen, es sei ein Zeichen von Mut, seinen Schmerz nicht zu zeigen. Bei der nächsten Tracht Prügel weinte er deshalb nicht mehr, sondern er zählte jeden Schlag mit. Seine Mutter stand draußen ängstlich an der Tür, während er die 32 Schläge mitzählte. Ich habe noch einen weiteren Beleg gefunden, der eigentlich noch gar nicht publiziert worden ist. Also publiziert ja, aber nicht in diesem Zusammenhang. Und zwar in den Tagebüchern von Josef Goebbels. Auch mit ihm hat Hitler, das hat mich sehr überrascht, über seine Eltern gesprochen. Und zwar am 11. August 1932 hat Goebbels in sein Tagebuch geschrieben, ich zitiere: Abends erzählte ich von zu Hause, von Vater und Mutter. Beide haben mit Hitlers Eltern eine frappante Ähnlichkeit. Hitler ist ganz betroffen davon. Hitler hat fast genau dieselbe Jugend durchgemacht wie ich. Der Vater Haustyrann, die Mutter eine Quelle der Güte und Liebe. Und als Alois, der Vater von Hitler, dann am 3. Januar 1903 bezeichnenderweise im Gasthaus Stiefler an seinem ersten Schluck aus dem Weinglas an einer Lungenblutung verursacht durch einen hohen Blutdruck starb, war Hitler wie befreit. Aber die Frage ist, welche Auswirkungen haben diese emotionalen Talfahrten zwischen der fürsorglichen Liebe der Mutter und der Brutalität des Vaters auf das Kind Adolf Hitler? Gutmenschenhistoriker wie Guido Knopp blenden dieses Thema fahrlässig aus, weil aus dem Teufel und Dämon Hitler kein Mensch werden darf, kein Kind, das missbraucht worden ist, weil das könnte ja Mitleid erregen. Und trotzdem müssen wir das so sehen. Es ist einfach die Wahrheit und wir müssen ihn als Menschen begreifen. Aber in der offiziellen Geschichtsschreibung darf Hitler kein Opfer sein. Das waren so meine
Erkenntnisse über die Kindheit von Adolf Hitler, die zum großen Teil so in der Form nicht publiziert worden sind. Ist er dann relativ schnell zum Militär oder gab es dann noch Zeit? Ich glaube, er ist ja auch kunstbegeistert, er hat auch gemalt. Hat er Ja. dann irgendwie zwischen dem Militär erst nochmal eine Ausbildung gemacht oder hat sich weitergebildet? Also eine Ausbildung hatte Hitler nicht. Er hatte ein kleines Vermögen geerbt von seiner Mutter, das er aber ziemlich schnell durchgebracht hat. Er war letztendlich arbeitslos und hat in Asylheimen gewohnt. So wurden damals die Obdachlosenheime in Wien genannt. Und dort hat er gezeichnet, um ein bisschen Geld zu verdienen. Wie alt war er da ungefähr, als er in diesen Asylheimen So in lebte? den zwischen 18 und 25, so in den Jahren. Das ist ja schon extrem prägsam. Also ich meine, man ist ja mit 18, je nachdem, eigentlich auch noch ein Kind, ja. Also ich sehe Ja. es zumindest so, ja. Und es ist schon brutale Kindheit, also dem Schlagen und dann auch keine ordentliche Bahn, wie wir heutzutage konservativ sagen, Ausbildung, ne, irgendwas Geregeltes und so weiter. Also das ist schon mal sehr psychisch sehr belastend. Unterbewusst natürlich. Bewusst kämpft man sich ja dadurch, man kämpft von Tag zu Tag. Aber fürs Unterbewusstsein ist es natürlich schon eine heftige Sache. Also vom Asylheim später zur Reichskanzlei und also in die Reichskanzlei und der mächtigste Mann Europas zu werden, das ist schon ein Werdegang, den nicht viele vorweisen können. Das muss man Ja. sagen. Und jetzt ohne das soll kein Lob sein, überhaupt nicht. Das ist nur eine Feststellung, die meisten Menschen wären schon gebrochen. Also die wären schon viel früher völlig gebrochen gewesen und hätten, ne? Also irgendwas muss ihn ja getrieben haben. Also irgendwas in ihm muss ihn ja am Leben erhalten haben. Haben Sie da vielleicht eine Idee, was seine Motivation schon in den jungen Jahren waren, was ihn über Wasser gehalten hat? Also wie bei vielen Opfern von Gewalterfahrung gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Manche, die driften ab in Alkohol und Drogen. Die anderen aber haben einen starken Überlebenswillen, wo sie sagen, es kann nur besser werden, ich werde was aus meinem Leben machen. Und diese Motivation erkenne ich wie einen roten Faden durch Hitlers Leben, dass er einfach aus seinem Leben etwas machen wollte. Und dann kam natürlich das Nationalistische dazu, dass er das Ganze projiziert hat auf Deutschland, auf das deutsche Volk und später natürlich auf Deutsch-Österreich. Ist dann der nächste Schritt, den es sinnvoll ist zu beleuchten, sein Eintritt ins Militär? Ich denke schon, weil über dieses Thema wird genauso viel gelogen und verschwiegen wie über Hitlers Kindheit. Ich sage Ihnen zunächst mal die Fakten. Da muss ich ein bisschen meine Unterlagen schauen. Können wir gerne. Zum Beispiel, er wird ja so dargestellt, er sei nur ein Botengänger gewesen und hätte, ne, so, das war so Genau. Briefträger, Ja. glaube ich, ne? Irgend sowas in der Genau, Art. so wird er dargestellt. Rein faktisch kam Hitler am 16. August 1914 zum 2. Ersatzbataillon des Rekrutendepots 6 des 2. Infanterieregiments als Kriegsfreiwilliger an und wurde dort eingekleidet und absolvierte dort auch seine Grundausbildung. Am 1. September 1914 wurde Hitler dann zum neu aufgestellten Reserveinfanterieregiment 16 versetzt und kam zur 1. Kompanie des 1. Bataillons unter dem Kommandeur, super Name, Major der Reserve Johann Nepomuk Felix Julius Graf von Zech auf Neuhofen. Den Namen muss man erstmal aussprechen können. Der Name seines Regimentes lautete vollständig Königlich Bayerisches Reserve-Infanterieregiment Nummer 16. Das war das Regiment von Hitler. Es wurde als Infanterieregiment der Bayerischen Armee aufgestellt und als Teil des 6. Königlich Bayerischen Reserve-Division an der Westfront zunächst in der ersten Flandernschlacht bei Ypern eingesetzt. Und dann kommt wieder also Guido Knopp ist für mich ein super Beispiel, wie man Lückenhistorie machen kann. Er ist ja auch sehr bekannt und in Band 1
auf gut Deutsch gesagt, mache ich ihn fertig, wie er seine Geschichtsschreibung lückenhaft macht. Und dort und auch in anderen Büchern finde ich immer wieder den Namen, immer wieder die Bezeichnung. Hitler war ein Sonderling, ein Einzelgänger, der keine Freunde hatte, der einsam irgendwo in seinen Militärkaserne saß und total sich sonderlich benahm, bla bla bla. Alles Lüge, alles Fake News. Wahr ist, Hitler war sehr bescheiden. Er lehnte zum Beispiel Alkohol ab. Er lehnte Tabak ab und auch Bordellbesuche. Auch das lehnte er ab. Aber er verteilte die Rauchwaren, heute sagt man Zigaretten, Tabakwaren dazu, verteilte er dann unter seine Kameraden. Also die Ration, die er bekommen hat, hat er dann weiter verteilt. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, seine engsten Freunde aufzulisten, die es so in keinem Buch gibt. Ich lese Ihnen mal kurz die Namen vor. Dann sehen Sie, dass es nicht nur ein einzelner Freund war, sondern mehrere. Also da waren Josef Wurm, Karl Lippert, Ernst Schmidt, Jakob Weiß, Karl Tiefenböck, Balthasar Brandmeier, Anton Bachmann, Max Mundt, Johann Sperl, Josef Inkhofer, Karl Höfele, Michael Schlehuber und Fritz Strauß. Das waren seine engsten Kameraden, 13 Stück, in der Armee. Also so viel zum Thema, er war einsam. Wie haben Sie das eruiert, dass da auch Freundschaften bestanden? Also Hitler hat selber darüber geschrieben, über manche seiner Freunde. Und manche seiner Freunde haben auch Bücher geschrieben über ihre Erlebnisse mit Adolf Hitler im Ersten Weltkrieg, die aber in der Geschichtsschreibung nicht als Quelle verwendet werden, weil man das einfach so nicht wahrhaben will, dass Hitler auch Freunde hatte. Und dann habe ich festgestellt, das kommt jetzt zum Thema, Adolf Hitler hat seine ehemaligen Kriegskameraden nicht nur während des Krieges, sondern auch später noch als Reichskanzler hat er sich immer nach ihnen erkundigt, hat manche sogar in ihre Stellungen gebracht und hat sie finanziell unterstützt. Das kann man wiederum aus Dokumenten dann feststellen. Also das gezeichnete Bild eines menschenscheuen Sonderlings und Eigenbrötlers widerlege ich damit total. Hitler hatte eigentlich mehr enge Freunde wie wir vielleicht. Also ich habe vielleicht 4 oder 5. Er hatte 13. Also so viel zum Thema. Dann bin ich eher der Sonderling wie er. Ja, vor allen Dingen Militär und Einsatz schweißt ja auch zusammen, denn teilweise hängt ja auch dein Leben von deinem Kameraden ab. Ne? Also das ist nochmal eine ganz besondere Situation, die ich persönlich noch nicht erlebt habe. Zum Glück auch, ja. Aber man kann das ja auch vergleichen mit anderen Situationen, die man auch im Leben hat, wenn man mit Menschen zusammen ist, auf dem Schiff zum Beispiel, wenn man eine Schiffsreise macht oder eben bei der Bundeswehr zum Beispiel gibt es ja ähnliche Situationen. Selbst wenn es dann keine Kriegskameraden sind, sondern eben einfach nur Kameraden. Ja, krass. Also das nächste Thema, das in den Geschichtsbüchern steht, ist ja so, Hitler hat sich gedrückt, Einsätze und so weiter. Also man will unbedingt das Bild zementieren. Er war ein Einzelgänger, sonderlich, er war feige, er hat sich gedrückt. So will man das Bild zementieren. Und meine Recherchen sind genau das Gegenteil. Und zwar Hitlers Feuertaufe, also seine erste Schlacht, war am 29. Oktober 1914 in Flandern. Man muss sich vorstellen, ein junger Mann, das ist seine erste Schlacht. Und sein Regiment schrumpfte von 3000 Soldaten auf nur noch 725 Mann zusammen. Was das eigentlich ausmacht mit jemand, der in seine erste Schlacht gezogen ist. Dass also 70% der Kameraden tot, verwundet und verkrüppelt sind. Das ist schon... Welche Position hatte er in diesem Regiment? Er war Gefechtsmeldegänger. Also es wird ja auch wieder so dargestellt, also wäre Briefträger gewesen. Also Gefechtsmeldegänger war einer der gefährlichsten Positionen in der Armee. Die Meldegänger hatten die Aufgabe, vom Regimentsstab Befehle an die Bataillonsstäbe
und zu den Kompanien zu bringen. Und jetzt kommt's, wenn die Fernsprechanlagen und Fernsprechleitungen zerschossen worden sind. Also ob schweres oder leichtes Feuer, die Meldegänger mussten aus den Bunkern raus, durch das Feuer hindurch, also durch gegnerisches Feuer hindurch und bis an die vorderste Linie. Dementsprechend waren auch die Verluste hoch. Also Hitlers Kamerad Brandmeier hat mal gesagt, Hitler schien keine Nerven zu besitzen. Furcht oder Angst, das war ihm wahrhaftig etwas Unbekanntes. Hitler war unbestritten der beste Meldegänger unserer Gruppe. Er hatte eine Eisennatur, denn ich kann mich nie erinnern, dass er jemals ernstlich krank war, außer seiner zweimaligen Verwundung. Da kommen wir möchte ich später noch was dazu sagen. Hitlers Gewandtheit und auch sein Mut in gefährlichen Situationen hat also seinen Kameraden Bewunderung abverlangt und auch im Kampf Mann gegen Mann hat er sich bewährt. Ich habe da eine Szene im Kopf vom 14. Juli 1916 an der Somme. Zusammen mit einem Kameraden sollte Hitler Befehle an einen Gefechtsstand überbringen. Sie suchten in Granattrichtern Deckung durch den Beschuss, dem sie ausgesetzt waren. Und sein Kamerad brach aus Erschöpfung zusammen. Was hat Hitler getan? Er hat seinen Kameraden in den Unterstand zurückgeschleppt. Das ist kameradschaftlich. Und das sind Geschichten und das wird von Dritten dokumentiert. Sie haben ja gesagt, von Büchern, von Kameraden, die das selber aufgeschrieben haben. Und wann sind diese Werke ungefähr erschienen? Sind die noch vorm Zweiten Weltkrieg erschienen oder zwischendrin oder sogar noch in diesem Jahr? Oder waren das Tagebucheinträge zum Teil? Also ich kann Ihnen nachher gegen Ende unseres Interviews noch die Meinung der Vorgesetzten sagen. Diese Meinungen sind auch in den Rollen und in den Dokumenten der damaligen Armeen und Bataillonen verzeichnet. Und daraus kann ich dann auch zitieren, was die Vorgesetzten über Hitler gesagt haben. Also dieser Vorgang war jetzt zum Beispiel ein Grund dafür, dass auch Hitler ausgezeichnet worden ist. So kann man nicht sagen, dass, die Kameraden haben nachher Unterstützung bekommen, das haben sie gut über ihn geschrieben. Das stimmt nicht, weil das haben sie ja schon vorher gesagt und vorher geschrieben. Das war der Grund Ihrer Frage, nehme ich an. Ja, ich finde es einen wichtigen Fakt, dass das zum Beispiel die Kameraden nicht geschrieben haben, als Hitler dann eben an der Macht war und ganz oben, um halt ihn toll dastehen zu lassen oder selber dass es wieder ihm profitiert, sondern es ist, denke ich, schon wichtig, dass man dann die Daten hat, die dann unmittelbar vor seiner, in Anführungszeichen, Karriere stattgefunden hat. Ja. Also ich komme nachher noch auch auf die Auszeichnungen von Hitler und die hat er nicht bekommen durch das, dass er 20 Jahre später Reichskanzler geworden wäre, sondern die hat er bekommen, weil er sich im Kampf bewährt hat. Also seine Kampfeinsätze, es waren 6 Stück, in denen er verwickelt war, schwere Schlachten zum Teil, und er hat 2 Verwundungen mitgemacht, und zwar am 2. Oktober 1916 wurde sein Oberschenkel verletzt durch einen Granatsplitter. Und die Verletzung war so groß, dass er 7,5 Wochen ins Lazarett musste. Am 14. Oktober 1918, also kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges, hat er eine Verwundung durch Senfgas, auch Gelbkreuz, erhalten. Seine Augen wurden verätzt und er ist vorübergehend erblindet. Erst 5 Wochen später wurde er dann als geheilt aus dem Lazarett entlassen, weil diese Verätzungen, die sind eigentlich nach ein paar Wochen dann rückgängig. Nicht immer, aber bei ihm war es so. Und das war ein Erlebnis, diese Verätzung durch Senfgas, die Hitler dazu bewogen haben, im Zweiten Weltkrieg niemals Giftgas einzusetzen, weil er selber weiß, was das mit ihm und seinen Kameraden gemacht hat. Ja, soweit ich weiß, hatte Deutschland ja auch extrem große Vorräte
an Nervengift, betone ich. Ne? Also die Deutschen hatten viel Nervengift und das haben sie an allen Fronten nicht eingesetzt. Und das ist natürlich eigentlich ein Kriegsvorteil, wenn man das hat. Man ist sozusagen in Bredouille und kann auf diese Waffe, ja, auf diese Superwaffe ja schon eigentlich zurückgreifen. Aber er hat es nicht getan. Sind diese Meldungen korrekt, dass es ich glaube, wie heißt das, Butan oder wie heißt dieses Nervengift? Ich muss kurz überlegen. Also ich kenne Lost und Senfgas und Gelbkreuz. Ja, soweit ich weiß, waren die Deutschen mit die einzigen, die spezielle Nervengifte hatten und das könnte daran liegen. Ja, das wäre eine Erklärung, warum er es nicht eingesetzt hat. Also die Briten haben sehr, sehr viel mehr, hatten sehr, sehr viel mehr und die wollten es auch einsetzen. Dazu schreibe ich ja gerade das neue Buch über den Massenmord an den Deutschen. Und da ist die Pläne von Churchill und auch von den Alliierten, die Deutschen zu vergiften, ist ein großes Thema auch in meinem neuen Buch. War da nicht ein Vorfall in Italien, wo sie ein Schiff zerstört haben, wo auch das drauf war? Oder ist das schon wieder... Genau, zum Beispiel. Ja, zum Okay, Beispiel. ja. Also wie gesagt, diese Beispiele kommen dann in meinem neuen Buch. Da können sich die Leser dann freuen, im Dezember ein Buch über den Massenmord am deutschen Volk. Ein Buch, das es so noch nie gab. Aber zurück zu Adolf Hitler. Er wurde nach 5 Jahren, ich glaube am 31. März war es, 1920, wurde er dann vom Militärdienst entlassen. Also wir hatten jetzt die Vorwürfe Sonderling, die habe ich widerlegt. Wir hatten den Vorwurf, er hat sich gedrückt, habe ich widerlegt. Jetzt kommen wir zum dritten Vorwurf. Er ist ja nur Gefreiter gewesen und Gefreiter geblieben. Also nur ein kleiner Gefreiter. Es stimmt, er war Gefreiter. Am 3. November 1914 wurde Hitler rückwirkend zum 1. November zum Gefreiten befördert. Der Gefreite war damals in der Dienstgradgruppe der Mannschaften der Infanterie war dies nach dem einfachen Soldaten der 2. Rang. Trotz seinen Verletzungen blieb aber Hitler Meldegänger, obwohl er öfters verletzt worden ist. Und jetzt kommt das, was eigentlich nie publiziert worden ist oder nur ganz selten. Hitler lehnte eine Beförderung zum Unteroffizier ab. Boing, die erste Bombe. Die zweite Bombe, warum hat er das getan? Klar. Und jetzt kommt wieder das Thema Sonderling. Er hat es getan, weil er bei seinen Kameraden bleiben wollte. Als Unteroffizier wäre er versetzt worden und wäre nicht mehr bei seinen Kameraden an der Front gewesen. Max Ammann war im Ersten Weltkrieg Feldwebel und Hitlers Vorgesetzter und er hat das bezeugt, dass Hitler mindestens einmal eine vorgeschlagene Beförderung gegenüber ihm abgelehnt hat, mit der Begründung, dass er bei seinen Kameraden bleiben wollte. Also so kann man Geschichte natürlich umschreiben, ne? Ihn stigmatisieren als einfacher Gefreiter, aber nicht fragen, warum bist du nicht Unteroffizier geworden, obwohl er das hätte werden sollen. Und er wurde auch vorgeschlagen als Unteroffizier. Also ist Hitler Gefreiter geblieben, ohne Offiziersrang, hat aber 6 Kriegsauszeichnungen erhalten. Einmal das Eiserne Kreuz 2. Klasse, einmal das Militärverdienstkreuz 3. Klasse, einmal das Regimentsdiplom für hervorragende Tapferkeit, das war dieser Vorgang mit dem Rettung des Kameraden, Verwundetenabzeichen in Schwarz, und jetzt kommt's, Eisernes Kreuz 1. Klasse und die Dienstauszeichnung 3. Klasse. Ich habe jetzt mal recherchiert, wie viele einfache Soldaten haben im Ersten Weltkrieg das Eiserne Kreuz 1. Klasse bekommen. Wir müssen sehen, im Ersten Weltkrieg waren 13,5 Millionen Soldaten eingezogen. 13,5 Millionen. Und Hitler hat einer von 427 einfachen Soldaten das
Eiserne Kreuz erster Klasse bekommen. Also von 13,5 Millionen Soldaten war er einer von 427, die dieses Eiserne Kreuz bekommen haben. Und auch das wird so nicht herausgestellt. Man sagt, naja, er hat öfters Kriegsauszeichnungen bekommen, aber wenn man das in ein Buch schreibt, wenn Guido Knopp und andere Historiker das schreiben, dass er Kriegsauszeichnungen bekommen hat, wieso schreiben sie dann gleichzeitig, dass er sich drücken wollte? Also es passt ja irgendwie nicht zusammen. Und solche Widersprüche, die provozieren mich natürlich, weil ich natürlich genau weiß, dass es dann wiederum Lüge ist und die muss ich natürlich aufklären. Es ist ja auch wahrscheinlich vielleicht eine ihrer Motivationen, sich auch so mit dem Adolf Hitler so zu beschäftigen, weil wenn sie die Lügen um Adolf Hitler herum enttarnen, aufzeigen, dann werden ja auch viel mehr andere Themen, die damit zusammenhängen, mit dem Ersten, Zweiten Weltkrieg, noch vor dem Ersten Weltkrieg. Da gibt's ja auch viel falsche Geschichtsschreibung, ja, das wissen wir ja beide. Ist das für Sie so ein bisschen der Schlüssel zur deutschen Geschichte vor Erster Weltkrieg, zwischen dem Ersten und Zweiten? Manche sprechen ja auch von dem Zweiten 30-jährigen Krieg, ja, und dem Zweiten Weltkrieg. Ist für Sie Adolf Hitler der Schlüssel, um diese ganze deutsche, europäische Geschichte neu aufzudröseln? Also er ist für mich das größte Symbol dafür, wie Geschichte manipulativ dargestellt wird und welche Geschichtslügen es gibt. Also ich habe ja in den Folgebänden geschrieben über die, man sagt ja Machtergreifung. Dieses Wort benutze ich nicht. Ich beschreibe in meinem Buch Machtübergabe. Das ist auch ganz anders wie Machtergreifung. Und so sieht man natürlich an der Person Hitlers und an seinem Wirken, wie die Geschichte in Deutschland total manipuliert wird. Und ich schreibe nicht umsonst 15 Bände, weil die Lügen sind so vielfältig, dass man sie nicht in einem Buch abhandeln kann. Das ist nicht möglich, weil ich arbeite ja immer mit Originaldokumenten. Um diese darzustellen, brauche ich einfach auch Platz, damit der Leser mir folgen kann. Also in jedem meiner Bücher gibt es zwischen 1500 und 3000 Quellen, die jeder nachprüfen kann. Keine einzige Quelle, die heutzutage, die man rechtsextrem nennt, sondern alles, die meisten Originalquellen und auch Zeitzeugenberichte. Es ist natürlich so, es gibt eine neue Strategie in der deutschen Geschichtsschreibung. Man sieht, dass es immer mehr in die Richtung geht, mehr Aufklärung. Und dann macht man Folgendes, man diskreditiert Zeitzeugen. Man sagt also Zeitzeugen, das ist zu lange her, die bilden sich das nur ein, man kann sich nicht genau darauf verlassen, was die noch wissen und so weiter, werden dann diese Zeitzeugen diskreditiert. Die Deutschen. Die ausländischen Zeitzeugen, da ist natürlich total was anderes. Das ist eine neue Tendenz, die ich auch in meinem neuen Buch, das ich gerade schreibe, aufzeige. Also, dass den deutschen Zeitzeugen nicht so geglaubt wird, aber ausländischen Zeitzeugen natürlich wird alles absolut geglaubt. Und das ist so eine neue Strategie in der Geschichtsschreibung. Ich muss Sie auch mal einfach rhetorisch fragen, diese Geschichtsfälschung, die europäische, deutsche Geschichtsfälschung, wem nutzt die denn? Also es ist die Siegergeschichtsschreibung, die wurde ja zementiert mit dem Nürnberger Prozess. Wenn Sie das Urteil im Nürnberger Prozess und auch die Anklageschrift lesen im Nürnberger Prozess, dann ist die Anklageschrift eigentlich die Grundlage für alle unsere Geschichts- und auch Schulbücher. Also sie nützt den Siegern. Sie wollen natürlich klipp und klar nicht mit der Wahrheit herausrücken, wenn wir beim nächsten Thema wären, vom nächsten Video, das wir machen werden, dass ohne ausländische Unterstützung Hitler hätte keinen Krieg führen können. Das ist ja klar, dass es die Siegergeschichtsschreibung absolut verhindern will, dieses Thema. Das Interview hätte ich am liebsten schon gestern gemacht mal. Also da bin ich sehr gespannt drauf und ich freue mich sehr drauf, weil Follow the Money ist ja dieser berühmte Spruch, ja, folge dem Geld. Und ja. Diese Interessen überhaupt diesen Mann da zu haben, ja, weil wir sind ja auch dem Ganzen kritisch gegenüber, also auch vor allen Dingen auch im Adolf Hitler, aber auch den Leuten, die ihn vielleicht dorthin haben wollten, könnte man ja sowas überlegen. Vielleicht gab es ja auch Interessen, die diesen Mann wollten, aus verschiedensten Gründen.
Und sowas schafft man ja nicht ohne entsprechende Geldgeber und einflussreiche Menschen. Da kommen wir aber dann in einer anderen Sendung drauf. Ja. Ich möchte vielleicht zum Abschluss noch ein paar Stimmen von den Vorgesetzten von Adolf Hitler sagen, zu seinem Wirken in der Armee im Ersten Weltkrieg. Also sein Vorgesetzter Feldwebel Max Ammann, den ich vorher schon angesprochen habe, hat gesagt, Hitler war immer dienstbereit, ein guter und eifriger Soldat, mutig und widerstand Belastungen gut. Der Regimentskommandeur Oberstleutnant von Balingant sagte, Hitler ist sehr tapfer. Regimentsadjutant Leutnant Fritz Wiedemann sagte, tapfer, er ist ein Muster des unbekannten Soldaten, der still und ruhig seine Pflicht tat. Generalmajor Friedrich Peetz sagte, er ist äußerst fleißig, willig, gewissenhaft und pflichtgetreu, dabei unbedingt zuverlässig und seinen Vorgesetzten treu ergeben. Sein rückhaltsloser Mut hat ihn in vielen gefährlichen Lagen ausgezeichnet. Major Freiherr Anton von Tubehoff sagte, unermüdlich dienst- und hilfsbereit, stets freiwillig gemeldet, hätte er sich zu schwierigsten, mühevollsten und gefährlichsten Aufträgen, immer bereit für andere und für sein Vaterland sein Leben zu opfern. Der stellvertretende Regimentskommandant Freiherr von Godin sagte, Hitler hat sich in allen mitgemachten Gefechten glänzend bewährt und letztendlich Regierungsrat Teddy vom Bayerischen Kriegsarchiv sagte, Hitler war ein tapferer und braver Soldat. Also mein Fazit, alle Anzeichen sprechen dafür, dass Hitler ein engagierter und gewissenhafter Soldat war, dem es nicht an Kampfesmut mangelte. Seine Kameraden, vor allem die Gruppe der Meldegänger, zollten ihm Respekt und mochten ihn. Und auch seine Vorgesetzten achteten ihn. Er ordnete sich ohne Widerspruch unter und gab sich selbstlos seinen Kameraden hin. Also das ist genau das hundertprozentige Gegenteil von dem, was wir heute von der Lückengeschichtsschreibung hören. Und es gehört einfach dazu, wenn man über Adolf Hitler Bücher schreibt, dass man seine Kindheit und auch seine Militärkarriere einfach objektiv beleuchtet. Erst danach kann man ihn dann als Politiker sehen, weil man muss die Vorgeschichte, die meistens ausgeblendet wird, wissen, um ihn als Mensch zu verstehen, warum hat er als Politiker so agiert, wie er agiert hat. Ja, und dann irgendwann entwickelt er ja auch brutale Fähigkeiten, muss man ja wirklich sagen. Ne? Also jetzt, man kann ja diese Fähigkeiten fürs Gute und fürs Böse einsetzen oder einfach zu seinem egoistischen Vorteil, wie man es auch sehen möchte. Und diese Fähigkeiten, entweder hat er die vielleicht auch durch seine Kameraden, also ich meine, wir denken mal an seine Reden, an seine Fähigkeiten, die Massen zu mobilisieren, die Massen anzusprechen, dieses Gespür dafür. Ich habe mal in Australien mit einem Rhetoriktrainer gesprochen, den habe ich kennengelernt. Der wurde weltweit gebucht, der kam aus Australien, der war gerade da gewesen. Wir haben uns angefreundet, wir haben miteinander gesprochen. Ich war 18 Jahre alt und er hat gesagt, in seiner Ausbildung, und er war schon Profi, ja, weltweit unterwegs, er hat gesagt, wir haben die Reden von Adolf Hitler studiert. Und ich bin neidisch auf dich, dass du ihn auf Deutsch verstehen und hören kannst. Und sie haben die Gestik studiert, die Handbewegungen, die Ausdrucksweise, die Pausen und so weiter. Also das ist ja auch eine Fähigkeit, die hat man vielleicht ein Naturtalent dafür, das trainiert man vielleicht dann auch. Also ist schon definitiv, der ist da nicht durch Zufall gelandet, sagen wir mal so. Zum einen natürlich durch die Geldgeber, seine Motivation, aber er hat auch Fähigkeiten mitgebracht. Oh, ich freue mich, Also er wäre zum Beispiel niemals in der Deutschen Arbeiterpartei, also der Vorgängerpartei der NSDAP, aufgenommen worden, wenn er hätte nicht reden können. Man hat ja gesagt, der mit seiner großen Gurschen, ja, das war Hitler. Und seine ersten rhetorischen Fähigkeiten habe ich ja in seiner Kindheit schon erzählt, als er die Schläge seines Vaters mitgezählt hat, so dass der Vater irgendwann mal aufgehört hat, ihn zu schlagen. Das ist auch eine gewisse Art von Rhetorik. Auf jeden Fall eine Strategie, auf die man erstmal kommen muss, ja, als Kleinkind. Also das ist schon, da ist schon was dran. Ja, ich freue mich sehr drauf. Ich bin gespannt auf die Geldgeber.
Vielleicht können wir dann auch schon, da gibt es ja auch noch zwischendrin eine Zeit, ne, zwischen nach Wehrdienst, dann seine politische Karriere. Ich glaube, da kommt ja auch noch mal Gefängnis und sowas. Dann kommt noch mal auch irgendwann natürlich Mein Kampf. Ja, da möchte ich auch mit Ihnen drüber sprechen, weil da gibt es nämlich auch verschiedene Theorien, wer vielleicht noch Mein Kampf auch mitgeschrieben hat oder komplett geschrieben hat. Das wollen wir jetzt aber nicht spoilern. Okay. Ja, das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Und von meiner Seite aus bedanke ich mich schon mal für ja die professionelle Zusammenfassung Ihrer Forschungsergebnisse und wir animieren natürlich die Leute dazu zu kommentieren. Vielleicht haben Sie auch gewisse Entdeckungen gemacht. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der was anders sieht. Bitte kommentieren. Wir schauen uns das an. Und ja, Herr Krant, ich danke nochmal für Ihre Zeit. Haben Sie noch zum Schluss vielleicht ein kurzes Schlusswort? Ja, also mein Schlusswort wäre, glauben Sie nicht, was die Siegelgeschichtsschreibung verbreitet, sondern glauben Sie den Dokumenten und den Zeitzeugen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.